Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir zwei sind hier heute im Schwarzwald unterwegs. Wir wollen heute das Schluchtenduo laufen. Das befindet sich im Nagoldtal und ist eine Streckenwanderung. Ja, startend in Hirsau, 14,5 Kilometer, gut 300 Höhenmeter, geht es nach Monbach-Neuhausen, von Bahnhof zu Bahnhof. Das heißt, wir haben die Hoffnung, dass wir dann auch mit dem Zug wieder zurück an unseren Startpunkt kommen. Und warum haben wir ihn uns ausgesucht? Ja, im Prinzip aus zwei Gründen. Der erste Grund, der Weg ist nominiert für Deutschlands schönsten Wanderweg. Der zweite Grund, ich habe mal ein bisschen da noch nachgelesen und war eigentlich so von der Beschreibung her recht angetan. Und dementsprechend haben wir gesagt, gucken wir uns doch den Weg mal an. Ja, was hat er zu bieten? Wie der Name schon sagt, zwei Schluchten. Einmal die Wolfsschlucht und einmal hier das Monbachtal, wo wir auch ja, schon drin sind. Und jetzt verraten wir nicht zu viel, Gut, dann weil wir wollen euch ja noch dann mitnehmen. halt nicht, ne? Ja, dann würde ich aber sagen, wenn ihr wissen wollt, ja, wie der Weg so ist, ob der was kann. Genau, dann kommt mit und wir schauen es uns gemeinsam an. Los ging es bei bestem Wanderwetter am Bahnhof von Hirsau. Nach kurzer Strecke auf Asphalt ging es schon ab in den Wald und auf schmalem Pfad bergauf. Der Weg war streckenweise gut besucht. Oder besser, der Wegesrand. Die Disteln waren hier Treffpunkt für allerlei Insekten. Am auffälligsten waren hier natürlich die zahlreichen Schmetterlinge. Einige Meter weiter passierten wir einen weiteren Insektentreffpunkt. Diesen wollten wir aus leidvoller Erfahrung heraus aber lieber nicht näher in Augenschein nehmen und gingen in gebührendem Abstand an den Bienenkästen vorbei. Na, da bist du jetzt aber schnell nach rechts abgebogen, ne? Man könnte glauben, da haben Bienenkästen gestanden. Ja, und wieso biegst du da dann so weit ab? Also Ja, ein bisschen näher hätte man schon noch gehen Es soll können. Leute geben, die haben in Griechenland mal Lehrgeld bezahlt. Genauer in Nea Roda. Das dazugehörige Video verlinken wir euch natürlich in der Beschreibung. Aber jetzt wieder zum Schluchtenduo. Nun erwartete uns die Wolfsschlucht. Na, da sind wir mal gespannt, oder? Abwärts ging es in die Schlucht. Schmal, ein wenig kraxelig, mal über rutschigen Sand, mal über große Felsen. Leider war der Wegabschnitt durch die Schlucht nur kurz und es ging danach auf breiterem Weg wieder bergan.
Nach gut der Hälfte der Wegstrecke erreichten wir das Örtchen Unterhaugstedt. Besonders gefallen hat uns die Wegführung nach Durchquerung des Ortes. Hier führte der Wanderweg quer über den örtlich sehr groß und hübsch angelegten Golfplatz. So erreichten wir die zweite Schlucht des Duos, das Mohnbachtal bzw. die Mohnbachschlucht. Dieses war nicht so kraxelig im Einstieg, dafür aber sehr idyllisch anzuschauen. Ja, hier hinter mir seht ihr das Mohnbachtal und wie ihr anhand der Beschilderung seht, würde der Weg, das Schluchtenduo eigentlich parallel hier zum Tal, zu dem schönen Abschnitt, hier oben auf einem breit geschotterten Weg entlanglaufen. Allerdings ist ja auch die blaue Raute, also auch Wanderweg, markiert und deswegen haben wir gesagt, wir laufen da mal unten durch. War auch definitiv eine sehr gute Wahl. Da kann ich dem Tobi nur recht geben. Und so gut wie das Mohnbachtal begann, so gut ging es auch weiter. Ein Wegabschnitt so richtig zum Genießen. Aber seht einfach selbst. Das ein oder andere Hindernis gab es aber auch hier zu überwinden. Wohl dem, der lange Beine hat. Wären eher sehr kurze Beine von Nutzen. Nun ja, so geht es auch. So traumhaft dieser Abschnitt durch das Mohnbachtal auch war, so abrupt endete dieser und entließ uns an den Bahnhof von Mohnbach-Neuhausen. Unsere Tour liegt im Nordschwarzwald, südlich von Pforzheim bzw. nördlich von Calw. Start der Tour ist in Hirsau am Bahnhof. Von dort aus verläuft das Schluchtenduo Richtung Norden durch die Wolfsschlucht und weiter nach Unterhaugstedt und quer durch einen Golfplatz. Kurz danach passiert man das wildromantische Mohnbachtal und beendet die Wanderung am Bahnhof in Mohnbach-Neuhausen. Mit dem Zug geht es dann zurück zum Startpunkt. Ja, da haben wir es geschafft. Wir sind in Mohnbach-Neuhausen am, nennen wir es mal großzügig, Bahnhof. Also es gibt genau ein Gleis, einen Bahnsteig. Also wir sind angekommen. Ja, Anne, wie war die Tour? Ja, also dafür, dass der Weg für Deutschlands schönsten Wanderweg nominiert ist. Naja, also wir waren vom Anfang nicht ganz so begeistert. Gut, der Einstieg war okay. Wir hatten einen schönen schmalen Waldpfad, der so den Berg hinaufgeführt hat. Das war ganz nett.
Man hat rechts und links leider nicht so allzu viel gesehen. Dann gab es eine lange, lange Durststrecke und gegen Ende hat er uns dann aber doch noch verblüfft. Ja, also wie Diane gesagt hat, so die erste Hälfte, die ersten 2 Drittel, naja, auch die Wolfsschlucht Ja, hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Hier Mohnbachtal, Mohnbachschlucht am Ende war dafür richtig schön zu laufen. Da war auch ordentlich was los, also auch ganz, ganz viele Wanderer, Familien mit Kindern. Das scheint hier doch sehr beliebt zu sein. Und am Ende der Schlucht hat man auch gleich noch die Möglichkeit, hier Kaffee, Kuchen, alles Mögliche. genau, Bratwurst. die Parkplätze standen voll, also es scheint hier schon recht beliebt zu sein. Also Ja. vom Prinzip, eigentlich haben wir uns schon auf dem Weg überlegt, wenn man am Schluss hier die Mohnbachschlucht laufen würde, hoch und runter, und würde es dann vielleicht hier bei Hirsau noch ein bisschen Zeit fürs Kloster nehmen. Die haben wir jetzt heute leider nicht mehr. Hätte man wahrscheinlich mehr davon, als wenn man diesen ganzen Weg dann läuft. Also da haben wir, glaube ich, auch schon andere Wege gesehen, die mal nominiert waren oder auch bei den ersten 3 in einem Jahr dabei gewesen sind. Die haben da deutlich mehr hergemacht insgesamt. Aber gut, es war jetzt vom Wetter her auch heute ein schöner Wandertag trotz allem. Was gut war übrigens, war die Markierung. Gibt so ein paar von diesen Bewegtschildern an den Kreuzungen, und ansonsten habt ihr die gelbe Raute, beziehungsweise an 1, 2 Stellen auch die blaue, der ihr dann folgen müsst. Aber ja, soweit. Gut, Ja. dann würde ich sagen, haben wir's? Jawohl, dann war's das wieder von uns. Ja, wir hoffen, euch hat's gefallen und Spaß gemacht, uns zu begleiten. Euch wie immer viel Spaß beim Wandern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.